Der Klimawandel wird in den letzten Jahren durch Naturkatastrophen auch in Deutschland ein absolut zentrales Thema. Hauptgrund für den menschengemachten Klimawandel ist der hohe CO2-Ausstoß. Die 5 Länder mit dem geringsten CO2-Ausstoß der Welt sind Bhutan, Suriname, Tuvalu, Niue und Nauru. Die ersten beiden haben sogar einen negativen CO2-Fußabdruck, da sie durch große Regenwälder und viel Natur große CO2-Senken haben und nur sehr wenig Industrie. Daher sind diese Länder als Vorbilder in der Energiewende wohl für die meisten eher nicht geeignet und wir wollen uns in diesem Video Industrieländer ansehen mit vergleichbarem Lebensstandard, also keine Entwicklungsländer und nur Länder mit einer Größe von mehr als 100.000 Einwohnern, sonst wäre beispielsweise Liechtenstein ebenfalls in dieser Liste. Als Vergleich wird hier die Energieversorgung und der Anteil an erneuerbarer Erzeugung an der gesamten Energieversorgung herangezogen, da es hier relativ verlässliche Zahlen gibt. In diesem Video schauen wir uns die Top 5 auf dieser Liste bezogen auf Daten aus dem Jahr 2020 an, warum sie dort stehen und wir schauen uns auch an, wie es in Deutschland aussieht. Platz 5 auf dieser Liste ist Lettland. Hier beträgt der Anteil an erneuerbarer Erzeugung am Gesamtenergieverbrauch 41,37%. Lettland erreicht diese Zahl durch einen großen Anteil land- und forstwirtschaftlicher Fläche. Es wird viel Energie durch Brennholz gewonnen, insbesondere im Wärmesektor. Der Anteil an Biogas ist durch die große landwirtschaftliche Fläche ebenfalls groß. Das Land nutzt zusätzlich Geothermie und auch Windkraft. Kommen wir zu Platz 4. Hier steht Finnland. In Finnland beträgt der Anteil an erneuerbarer Erzeugung an der gesamten Energieversorgung 43,77%. Dieser Anteil wird vor allem erreicht durch viel Onshore-Windkraft sowie Wasserkraft, außerdem etwas Biomasse. Bisher jedoch sehr wenig Photovoltaik, was sich in den letzten Jahren jedoch langsam ändert. Mit Platz 3 hat es Schweden aufs Podium geschafft. Der Anteil an erneuerbarer Erzeugung am Gesamtenergiebedarf liegt hier immerhin schon bei 59,46%. Schweden gilt in der EU als Vorreiter mit großen Steigerungen in diesem Bereich in den letzten Jahren. Erreicht wird dies durch sehr viel E-Mobilität. Jedes zweite neu zugelassene Auto in Schweden ist ein Elektrofahrzeug. Zudem hat Schweden sehr viel Wasserkraft und Biogas sowie Windstrom im Norden. Ein großer Anteil der restlichen Versorgung erfolgt durch 40% Atomstrom bezogen auf die Gesamtstromversorgung, wodurch Schweden bereits 2045 komplett CO2-neutral sein will. Auch Platz 2 auf dieser Liste liegt in Europa und ist Norwegen, mit einem beachtlichen Anteil an erneuerbarer Erzeugung an der Gesamtenergieversorgung von 74,62%. Dies wird hier erreicht durch sehr viel Wasserkraft, wofür das Land sehr gute Voraussetzungen hat durch eine zerklüftete Landschaft mit sehr vielen Flüssen. Etwa 98% erneuerbare Energie im Strommix, davon 93,5% Wasserkraft, 3,5% Wind und 3% thermische Kraftwerke. Der Sieger in dieser Kategorie und damit auf Platz 1 in dieser Liste ist Island, das stolze 78,2% seiner gesamten Energie aus erneuerbarer Erzeugung bezieht. Auch Island erreicht dies vor allem durch regionale Vorteile. Island ist eine Vulkaninsel und liegt direkt auf der Kluft zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte und hat dadurch sehr viel aktive Vulkane. Dadurch ist in Island sehr viel Geothermie möglich und insbesondere im Wärmesektor wird dadurch fast nur erneuerbare Erzeugung genutzt, aber auch zur Stromerzeugung wird Geothermie eingesetzt. Mit nur etwas über 300.000 Einwohnern hat es Island nur gerade so in diese Liste geschafft. Daran sieht man, dass die Voraussetzungen nicht immer gleich sind und es Länder wie Island oder Norwegen mit Sicherheit leichter haben auf dem Weg zu 100% erneuerbarer Erzeugung als Deutschland. Dennoch wollen wir uns jetzt noch die aktuelle Situation in Deutschland kurz betrachten. Deutschland hat als Industrieland und Exportnation einen hohen Energieverbrauch und nur relativ wenige Möglichkeiten, durch Wasserkraft Energie zu erzeugen, die an größeren Flüssen schon komplett genutzt werden und zu einem Wasseranteil von etwa 3-4% der Stromerzeugung führen. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 18,86% des gesamten Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Damit sind wir leicht unterhalb des EU-Durchschnitts von 21,35%. Am besten sieht es laut Umweltbundesamt dabei im Stromsektor aus.
Stand Oktober 2021 werden immerhin 53% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Mit 28% Wind und 10% PV-Strom sind das die wichtigsten Quellen in Deutschland. Im Wärmesektor sind es etwa 39%, davon größtenteils Biomasse sowie etwas Geothermie und Solarthermie. Im Mobilitätssektor liegt der Prozentsatz mit aktuell 8% am niedrigsten. Auch in Zukunft setzt Deutschland vor allem auf Sonne und Wind in Verbindung mit Wärmepumpen für den Wärmesektor und Elektroautos im Mobilitätsbereich.